Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker, Autor und Podcaster. Ich habe euch wieder eine Folge vom QS-Tag 2025 aus Frankfurt mitgebracht. Eine schöne Konferenz, die ich immer wieder gerne besuche und euch auf jeden Fall ans Herz legen kann. Bei mir zu Gast waren Michael Sperber und Markus Schlegel und wir haben uns über formale Methoden unterhalten. Ein Thema, mit dem wir uns auf jeden Fall mehr auseinandersetzen sollten, wie ich finde, weil es nochmal einen ganz anderen Blick auf Qualität und Korrektheit gibt. Wir haben das Thema durchgearbeitet und mal geschaut, was eigentlich formale Methoden sind, was die Besonderheiten und Herausforderungen sind und wie man sie nutzen kann. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Mike, hallo Markus, schön, dass ihr da seid. Hi Richie. Hallo. Freue mich. QS-Tag 2025 hier in Frankfurt. Und Mike, du warst schon mal bei der OOP bei mir im Podcast. Ja. Ne? Das ist schon ein paar Jährchen her. Da waren wir noch ein bisschen jünger. Aber jetzt wieder immer noch schön und immer noch jung, ein bisschen hier zusammenzukommen. Ne? Ja, und das Thema, ganz spannend, ich habe das in einem Abstract auch gelesen, formale Methoden. Und das ist immer so ein Thema, wo ich denke, oh ja, das klingt immer, das ist sehr speziell, aber was steckt denn da eigentlich so dahinter? Und vielleicht können wir das mal ein bisschen elaborieren heute. Genau, ich hau einfach, was heißt denn das? Also formale Methoden kommen natürlich irgendwie vom Formalisieren, also weitestgehend ist das ein Bezug zur Mathematik. Also formale Methoden ist einfach ein Oberbegriff für eine ganze Reihe von mathematisch fundierten Techniken, die wir anwenden, um uns bestimmte Eigenschaften unserer Software zu überzeugen. Ja, also das ist ja überhaupt Mathematik, ist ja ein Mittel, wo sich Menschen gegenseitig von was überzeugen. Ja. Da schwingt ja immer dieses Beweisthema mit. Und ich denke mir immer so, wenn ich bei Software denke, wie kann denn sowas funktionieren? Also mit Formeln oder? Ja, natürlich. Genau. So ist es, ja. Also erster Schritt ist erstmal das Anfertigen von einer Spezifikation. Da hast du ja neulich mit meiner Kollegin, der Bianca und dem Lars Hupel auch schon mal drüber geredet. Also wichtig bei einer Spezifikation ist ja, dass man nicht nur einfach ein paar Beispiele angibt, wie das sonst beim Testen ja manchmal. Also manchmal sagt man ja beim Testen, du hast eine Spezifikation und dann sind es aber nur 4 Beispiele. Und das beantwortet halt die Frage, was passiert in den 4 Beispielen, aber nicht, was passiert überall sonst. Ne? Und aber in vielen Fällen kann ich das ja allgemein angeben. Man ist häufig vielleicht sich ein bisschen zu bequem, das zu machen, indem man einfach sowas wie eine Gleichung oder Ungleichung angibt. Also wir waren ja auf dem QS-Tag, haben noch vorhin einen Vortrag gehalten. Ein schönes Beispiel war eben diese Idee vom Tachometer. Man möchte gerne, dass der Tacho das richtige Tempo anzeigt, so vom Auto. Also dass es dem realen Tempo des sich bewegenden Autos entspricht. Und das möchten wir ja nicht, also jetzt kann ich natürlich 4 Beispiele angeben, aber damit weiß ich immer noch nicht, bei der ganzen Komplexität, die inzwischen so einem Tacho drinsteckt, weiß ich eben nicht, ist denn das auch richtig für alle anderen Techniken? Und da gibt es eine EU-Norm dazu und die sagt auch nicht, pass mal auf, wenn die EU, keine Ahnung, die Zertifizierungsbehörde kommt und dich fragt, hast du das eingehalten, dann sagen die auch nicht, wir probieren mal 7 Beispiele, sondern die wollen von dir ein etwas überzeugenderes Argument haben. Ne? Und eine Möglichkeit ist und das fängt erstmal an mit der Spezifikation der EU-Behörde, die einfach sagt, pass mal auf, also nehmen wir an, das Auto fährt mit 60 km/h, da gibt es eine Formel, die eben sagt, es darf nur so und so viel Prozent abweichen bei diesem Tempo, ein bisschen komplizierter, diese Ungleichung. Und dann möchte ich nicht einfach nur 7 Beispiele haben und sagen, guck mal, bei den 7 Beispielen funktioniert es gerade, sondern dann möchten die haben irgendwas Allgemeines. Und eine Möglichkeit ist eben zu sagen, pass mal auf, ich mache aus dieser Formel, also da mache ich tatsächlich was richtig Solides Mathematisches draus und ich übersetze das, was ich in meinem Code habe, in irgendeiner Form, können wir ja gleich noch darauf kommen, was das konkret heißt, übersetze ich auch in Mathematik und gucke, ob diese beiden Sachen zueinander passen, indem ich halt einen mathematischen Beweis führe. Und dann kann ich davon ausgehen, dass das auch wirklich richtig ist. Ja. Also so richtig. Also normalerweise ist es so eine Frage, die kommt am Ende. Ne? Ja, okay. Kann man nochmal umsortieren. Ja. Also wir sehen uns ja in der Softwareentwicklung als Ingenieure. Und wenn wir halt ein System sicher bauen wollen, also dass es sicher bestimmte Eigenschaften hat, wollen wir
also in der Ingenieursdisziplin baut man immer ein bisschen Redundanz ein, so im weitesten Sinne. Und formale Methoden sind jetzt erstmal ein Mittel, massiv die Redundanz im System zu steigern, indem man einfach was viel, viel Zuverlässigeres sozusagen da drauf wirft, um sich der Korrektheit zu überzeugen. Man kann jetzt ja, also spitzfindige Menschen sagen dann immer, na ja, gut, also worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, ist, welche Tools man dann verwendet. Und dann könnte jemand spitzfindig sagen, ja, das hast du denn bei den Tools auch bewiesen, dass die richtig sind? Ja. Ist die Logik, also auch die mathematische Logik, die dahinter ist die konsistent? Und in der Regel gibt es schon Lücken in dieser Beweiskette, aber es ist wahnsinnig schwer, so ein System dann noch, also nahezu, also das weiß man aus empirischen Untersuchungen dann, also die Redundanz ist so groß, dass man es eigentlich schier nicht mehr hinbekommt, noch einen Bug einzubauen, der daran vorbeikommt. Ne? Also, und so, glaube ich, also wir würden, glaube ich, sagen, das ist danach bombensicher, ja, oder kugelsicher, haben die Kollegen, glaube ich, damals gesagt, Lars und Bianca. Und das ist es in der Praxis auch, weil es einfach die beste Methode ist, die wir kennen. Ja. Und wenn wir dann von der vorsichtigen, ingenieursmäßigen Sicht drauf gehen, würden wir eben sagen, es ist ein Mittel halt, um diese massive Redundanz herzustellen. Also ein Vielfaches dessen, was man eben mit Tests erreichen kann. Mhm. Ich kann mir vorstellen, jetzt in der Vorgabe, wenn ich mir das jetzt überlege, also zum einen diese Formel zu haben, allgemein diesen Tacho zu beschreiben, das eine kann ich mir noch ein bisschen einfacher stellen, aber damit mit der Software in die Mathematik zu kommen, wie klappt das? Also wir kommen ja erstmal aus der funktionalen Programmierung. Also das ist vielleicht nochmal ein Stück weiter weg von dem, was man so kennt, wenn man so ein C-Programm vor sich hat. Da ist die Mathematik natürlich schon noch ein Stückchen weiter weg. Wenn man jetzt von der funktionalen Programmierung ausgeht, ist der Schritt gar nicht so groß. Das ist jetzt natürlich so unsere Spezialität, aber das legen wir auch, also wir sind ja nicht nur die überall sagen, man könnte mal formale Systeme oder formale Methoden anwenden, sondern wir legen ja den Leuten auch nahe, beim Entwickeln auch funktionale Programmierung und Programmiertechniken anzuwenden. Ein Grund ist, dass das eben schon mal näher an der Mathematik ist und andererseits ist es auch näher an den Gedanken, die man sich sowieso machen muss. Mhm. Kannst du mal vielleicht noch mal kurz reinsteigen, was funktionale Programmierung hat, weil ich glaube, nicht jeder hat da so eine Erklärung dafür im Kopf. Was so ist der Unterschied zu wie ich sonst programmiere? Also, soll ich? Mach du mal, ja. Ja, aus meiner Leihe. Also in so einem C- oder einem Java-Programm, da kannst du hinschreiben, x gleich x plus 1. Ja. So, und das kommt uns, glaube ich, ganz normal vor beim Programmieren. Aber wenn ich das im Mathematikunterricht abgegeben hätte, dann würde jemand sagen, es stimmt nicht. Ja. Ja, also x ist nicht das gleiche wie x plus 1. Ja. Ja. Also es funktioniert, ne, weil wir es in der normalen Programmierung, in der sogenannten imperativen Programmierung als Anweisung sehen. Ja. Ne? Also eigentlich geht es darum, x neu ist das gleiche wie x alt plus 1. Mhm. Und das macht uns aber so, und dementsprechend, also da sieht man, dass es ein Mismatch gibt zwischen dem Programmiermodell und der Mathematik. Mhm. Diesen Mismatch kann man überbrücken, aber es ist Arbeit. Also es ist richtig viel Arbeit, weil noch dazu kommt, also wenn ich ein C-Programm verifizieren würde oder auch ein Java-Programm, ist, dass ich Pointer habe, die irgendwie auf diesen Zustand zeigen. Und das heißt, irgendwas, was ich an der einen Stelle mache, könnte was beeinflussen, was an der anderen Stelle ist. Und das heißt, das Kernding in der Mathematik, was wir anwenden wollen, nämlich Gleichungen. Ne? Also in Gleichungen in der Mathematik wissen wir, wenn da steht, x ist 5, dann können wir überall, wo x steht, 5 einsetzen. Und umgekehrt. Ja? Also man kann Gleiches immer durch Gleiches ersetzen. Das gilt in der imperativen Programmierung nicht. Und ich muss sehr viel Maschinerie anwenden, um das sozusagen wiederherzustellen. Es geht, aber es ist anstrengend. Und in der funktionalen Programmierung ist einfach nicht so, da geht das nicht. Mhm. Sondern im weitesten Sinne, wenn ich eine Funktion definiere in der funktionalen Programmierung, dann definiere ich eine Gleichung. Mhm. Und damit sind wir sehr nah schon dran an mathematischen Schlussweisen und damit sind wir auch sehr nah dran an dem, was wir brauchen, um dann eben solche Beweise führen zu können. Mhm. Genau. Ich sage manchmal noch dazu, funktionale Programmierung, man beschreibt eher, was ist, also was sind die Zusammenhänge in der Fachlichkeit, auch die man abbilden will. Also man kann in der funktionalen Programmierung sehr gut die Fachlichkeit, die man vor sich hat, einfach in den Code reinschreiben. Das muss man nicht in einen Kommentar oder sowas dazu schreiben, sondern man kann das auch in Code machen. Und man beschreibt, was ist. Und die imperative Schule, also wir denken natürlich dann irgendwie immer an C, was so der Prototyp in dieser Welt ist, da geht es halt hauptsächlich um den Computer. Und der Computer, dem muss man sagen, wie man etwas macht. Mhm. Ja, und diese zwei Sachen
kann man auch zusammenbringen und das ist auch das, was ja, also was gibt es auch formale Methoden dafür, diese zwei Dinger dann auch bomben- oder kugelsicher, wie wir gesagt haben, zusammenzuführen. Aber es ist auf jeden Fall erstmal simpler, über das Was ist nachzudenken. Das ist dann auch direkt schon so Richtung diese Spezifikation, die ja immer im Mittelpunkt steht für das, was wir jetzt hier mit den formalen Methoden machen. Da überlegt man sich ja auch, was ist eine korrekte Geschwindigkeitsmessung im PKW und nicht, wie mache ich das denn konkret? Also es wird nicht vorgeschrieben, du musst immer genau, also gibt es auch in manchen Richtlinien, aber in dieser Richtlinie ist nicht vorgeschrieben, du musst immer genau diesen Schritt ausführen und dann diesen und dann kommst du schon zu dem, was wir uns hier vorstellen als richtiger Zeitmessung, Tacho-Geschwindigkeitsmessung, sondern man beschreibt, was ist eine richtige Tachometer-Bemessung. Ist das aufwendig? Also klingt ein bisschen so, aber... Nee, ist es nicht. Erstaunlicherweise ist es weniger aufwendig, also obwohl es ja erstmal wie so eine Askese klingt. Ne? Du darfst jetzt plötzlich nicht mehr Sachen machen. Ja. Aber ist es tatsächlich nicht. Also es liegt ein bisschen daran, dass funktionale Programmierung, das ist natürlich nicht das Einzige, was passiert in der funktionalen Programmierung, sondern funktionale Programmierung bringt auch noch mehr Abstraktionsmöglichkeiten, vor allen Dingen auch in der Datenmodellierung. Das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes großes Thema. Also einerseits kriegen wir auch was dafür, dass wir das eben machen. Aber insbesondere bekommen wir eben diese Möglichkeit, dass es einfacher ist, über das Verhalten unseres Programms nachzudenken und auch sowas wie eine Spezifikation anzufertigen. Und damit ist in der Regel eben funktionale Programmierung nicht nur geeigneter, sage ich mal, um korrekte Software zu entwickeln, sondern ist tatsächlich auch was, also wenn ich mir überlege, wie viel Geld muss ich ausgeben, um ein Stück Funktionalität zu implementieren. Also die Untersuchungen, die es gibt, sagen eigentlich alle, das ist immer effizienter. Kann sich jetzt ein bisschen drüber streiten, wie der Faktor ist, aber auf jeden Fall hat man also keine Einbußen in der Programmierung. Erstaunlicherweise, obwohl man eben auf was verzichtet, weil man auf dieses Verzichten, ne, also das Ding ist ja, wenn ich so ein imperatives Programm entwickle, dann ist es ja nicht einfach so, dass ich das hinschreibe und dann ist es fertig, sondern in der Regel ist ja ein Fehler drin. So, und dann will ich den beheben und in der Regel, um einen Fehler zu beheben, muss ich die Schritte nachvollziehen, die da hingehören. Das ist ja auch bei Tests so. Ne? Wenn ich die formuliere, sagt man in der Regel, wenn ich das mache, was passiert dann als Ergebnis? Also ich rede immer über Dinge, die passieren, während ich in der funktionalen Programmierung immer nur drüber nachdenken muss, über das Verhältnis zwischen Input und Output. Das macht das Testen einfacher und das macht auch, also ich debugge gar nicht so viel in der funktionalen Programmierung, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also in dem Sinne, sondern was man eben machen, also in dem Sinne, dass ich das Programm Schritt für Schritt durchlaufen lasse, sondern ich gucke eben nach, liefert mir meine Funktion die richtigen Ergebnisse für die entsprechenden Inputs. Und auch dieser Prozess ist einfacher. So, also das heißt, ich mache schon bei der Entwicklung, würde ich jetzt mal für uns in Anspruch nehmen, mache ich schon weniger Fehler in der Regel, weil ich mir nicht ständig Gedanken drüber machen muss, machst du das in der richtigen Reihenfolge, ist ja häufig ein Problem, also imperativer Software, sondern ich mir wirklich nur Gedanken machen muss, wenn ich den Input mache, kommt der richtige Output raus. Sehr spannend, ja, schon ein bisschen Umdenken, ne? Also quasi, wenn man totales Umdenken, ja. Also das unterschätzt ehrlich gesagt die funktionale Community auch ein bisschen immer mal, also oder manchmal so sozusagen in der Werbung für funktionale Sprachen sagt man auch so, nee, du machst jetzt, also versucht man irgendwie Analogien herzustellen. Aber wie sagst du immer, es ist inkommensurabel, ist es eigentlich, ne? Ja, so. Das gibt's. Von Kuhn. Ja. Also es ist eine andere Art, über die Dinge nachzudenken. Ja, man muss von dem Computer einen Schritt weggehen erstmal, das ist so, ja. Also, diesen Effekt von I = I + 1, den Mike beschrieben hat, den hatte ich auch. Also das war wirklich der erste Roadblock, den ich beim Programmieren lernen hatte, dass ich das halt nicht verstanden habe, weil ich aus der Schule kam und da hat man halt Mathematik gelernt. Und dann muss man sich so über sein ganzes Informatikstudium umkrempeln lassen im Kopf, so. Und jetzt kommen wir daher, also du kommst aus der Uni und wir kommen daher und sagen, geht mal wieder zurück zu dem, was ihr in der Grundschule gelernt habt. Das ist ja, funktionale Programmierung ist ja quasi wie Imperative, da gibt es ja wahrscheinlich Vertreter in Sprachen, oder gibt es da nur eine? Also, nee, gibt es auch, also ähnliches Ökosystem, würde ich sagen, wie in der objektorientierten Programmierung. Also noch dazu gibt es ja sozusagen viel Crossover, dass ja eigentlich alle imperativen oder objektorientierten Sprachen in den letzten 10 Jahren, also man guckt sozusagen, wie haben die sich entwickelt, da sind ja neue Features dazugekommen, dann sind das eigentlich immer Sachen, die man aus der funktionalen Programmierung entlehnt hat. Also, aber wir sind immer noch vorn mit den richtig funktionalen Sprachen. Also wir haben vorhin erwähnt im Vortrag Haskell, wäre so ein wirklich prototypischer Vertreter einer funktionalen Sprache, aber wir machen auch Projekte in Scala, in F# wäre ein schönes Beispiel auf der .NET-Plattform. Clojure.
Ne? Clojure gibt es auf der Java-Plattform auch. Also man muss nicht immer gleich Haskell benutzen, wo alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wegen den Monaden und den Monoiden und sowas. Und vor allem wegen des Typsystems. Ja, also man programmiert irgendwas und dann kompiliert es erstmal nicht. Ja. Also das ist natürlich, also das ist auch so gewollt, dass wenn man was tendenziell Falsches programmiert hat, dass es dann gar nicht erst kompiliert. Das ist so die Idee davon. Aber es gibt auch Programmiersprachen, die auch funktionale Programmiersprachen sind, aber nicht so wie Haskell. Und das wäre dann sowas wie Clojure. Ah ja, okay, ja. Total spannende Welt, finde ich. Ne? Also damit haben wir ja dann die Basis geschaffen für die formalen Methoden, darauf aufzubauen, ne? Oder? Wie gesagt, das ist ja nicht die einzige Basis. Ja. Also es gibt durchaus auch Möglichkeiten und auch Bedarfe, ja, die Dinge zu beweisen, eben in traditionellen Sprachen. So. Aber viele eben, also wenn ich wirklich substanzielle Verifikationsprojekte habe, dann würde ich sagen, ist in der Regel ist irgendeine Form von funktionaler Programmierung meistens im Spiel, weil auch die Tools, also was wir gerne mögen, sind sogenannte Beweisassistenten, also wo man wirklich einen Beweis führt, wie in der Schule, nur eben mit der Hilfe von Computerwerkzeugen und die in der Regel eben auch ihre Ursprünge irgendwo in der funktionalen Programmierung haben. Aber natürlich, wenn im Embedded-Umfeld gibt es ja leider immer noch sehr viel C und C++, also die gefährlichsten Programmiersprachen auf der Welt ausgerechnet für die Systeme, von denen wir wollen, dass die richtig funktionieren, vielleicht, wenn die irgendwie irgendein Auto oder irgendein Medizingerät oder so steuern. Und da will ich vielleicht unterhalb von funktionaler Korrektheit, also dass ich wissen möchte, sind die richtig, will ich ja vielleicht noch ganz andere Sachen wissen oder andere Qualitäten abchecken, wie zum Beispiel, verbraucht mein Programm nicht unbegrenzt Ressourcen auf meinem kleinen Embedded-Fingernagelschnipsel oder hat mein System, also die Mutter aller Probleme eben in diesen Programmiersprachen sind eben einfach, dass ich Pointer habe und mehrere Pointer auf dasselbe Ding habe, sodass wenn ich durch den einen Pointer durchschreibe, ich die Effekte auf dem anderen mitkriege und in C und C++ ist das noch unsicher, also dass ich Pointer haben könnte, die ins Nirgendwo zeigen und überhaupt nicht definiert ist, was passiert ist. Und so, und da kann man mit formalen Methoden überhaupt erstmal ansetzen, dass man erstmal zeigt, dass das alles nicht der Fall ist. Ja. Also, dass ich überhaupt ein wohlerzogenes C-Programm habe, das überhaupt was Sinnvolles macht. Ja. Also das Problem ist ja schon, viele C-Programme sind in ihrem Verhalten schon unspezifiziert, weil im Standard eben steht, nee, da bist du auf dich selbst gestellt. Und sowas kann ich eben, dafür geht es eben auch schon Werkzeuge, um das erstmal sicherzustellen. Aber ganz ehrlich ist es eben so, dass die effektiveren Methoden wahrscheinlich in dem Bereich zu entwickeln, wenn man bereit ist, sich dem ein bisschen auszusetzen, ist seine Sachen erstmal anders zu programmieren und dann in irgendeiner Form C-Output-Code zu generieren. Ja, das wäre auch so ein typischer Pfad, den wir benutzen, wenn wir so einen Embedded Space wollen. Dass wir also ein funktionales Produkt, das wir funktional entwickeln, weil wir eben diese Abstraktionsmöglichkeiten haben, weil wir die Möglichkeit haben, mit Gleichungen über unsere Software nachzudenken, dass wir auch die Möglichkeit haben, sie in den funktionalen Space und mit den Entwicklungstools, die wir dort haben, zu entwickeln und auszuprobieren und zu testen und vielleicht auch zu verifizieren. Und dann, wenn das alles erledigt ist, generiert man C-Code und der bewegt sich dann in den engen Schranken definierten Codes und dann ist gut. Okay. Wenn ich jetzt diesen funktionalen Code habe und meine Idee davon, meine Gleichungen und möchte mich jetzt mit formalen Methoden nähern. Ist das etwas, was ich jetzt, du hast ein paar Mal jetzt zu Tools benannt, ne, also gesagt Assistenztool, oder ist das etwas, was ich jetzt eher mal am Whiteboard oder am Papier mir überlegen muss und wirklich da mal so durchdenken muss, oder habe ich dann einfach ein Tool, drücke auf den Knopf und sage, das macht das dann schon? Also das mit dem Whiteboard oder dem Papier ist gar nicht so schlecht erstmal. Also das kann man machen. Ja? Also so ein Haskell-Programm zum Beispiel, das besteht schon aus so Gleichungen und so was, so bestimmte Eigenschaften. Ja? Also man spricht dann irgendwie von Eigenschaften wie, also die man auch aus der Grundschule schon kennt, wie Assoziativität von bestimmten Operationen. Ja? Assoziativität gesetzt. Man kann die Klammern irgendwie entweder links ums Plus setzen oder rechts in so einer Dreierverschaltung. Das kann man auch für beliebige andere Operatoren, die jetzt nicht Plus sind, sondern was halt in seiner Fachlichkeit so auftritt, hat man sowas auch. Und sowas wird dann tatsächlich, also das ist Teil der funktionalen Programmierer-Community, dass man da auch gern mal einen Beweis auf einem Papier macht oder den halt in sein Haskell-Programm auch als Kommentar tatsächlich hinschreibt. Und also oder in manchen funktionalen Programmiersprachen geht es dann auch in der Programmiersprache gar nicht weiter. Also zum Beispiel Clojure wäre sowas, ja, da kann man auch diese Eigenschaft irgendwie ausrechnen. Das ist auch eine funktionale Programmiersprache, hat diese Eigenschaft, die das zulassen, aber in der Programmiersprache kann ich es jetzt nicht so gut ausdrücken.
Genau, aber es gibt, erstes Ding sind immer schon Typsysteme, das ist ja eine formale Methode, da hat Markus ja ein bisschen darauf angesprochen. Also wir kennen ja Typsysteme hauptsächlich, dass wir so ganz basale Eigenschaften in unserem Code, ne? Du kannst kein Int hinschreiben, wo eigentlich ein String erwartet ist oder so. Aber das ist ja schon eine Eigenschaft unseres Programms. Ne? Also es ist durch den Compiler gelaufen, der Compiler hat bewiesen, dass sich das Programm auf bestimmte Arten und Weisen verhält, beziehungsweise nicht verhält, würde man auch sagen. Ne? Und ich kann diese Typsysteme aber aufmotzen und in funktionalen Sprachen, Haskell zum Beispiel, oder es gibt so ganz, die neuere Generation hat sogenannte Dependent-Typsysteme, wo ich noch mehr aus einer Spezifikation als Typ ausdrücken kann und der Typchecker kann es dann verifizieren. Das wäre ein Weg. Und der andere Weg ist das, was man am Whiteboard macht, Computer unterstützt zu machen. Also schon die Tätigkeit, die wir aus der Schule kennen. Hoffentlich, vielleicht, oder aus dem Mathestudium oder irgendwie sowas. In der Schule macht lose erinnern. Ja, in der Schule macht man ja leider wenig Beweise, obwohl das eigentlich die Essenz der Mathematik ist. Ja? Also, um überhaupt zu verstehen, was eigentlich Mathematik ist. Ja? Nämlich halt ein Kommunikations- und Nachdenkmedium. Das wird ja irgendwie nicht richtig vermittelt. Ne? Aber das kann ich ja Computer unterstützen. Also erster Teil wäre vielleicht erstmal, das überhaupt einen Beweis aufzuschreiben, sodass er maschinenlesbar ist und ihn maschinell zu überprüfen, ob es auch tatsächlich gilt. Das geht ganz einfach. Und zunehmend sozusagen darauf aufbauen, gibt es eben zunehmend Tools, die einem dann eben vor allen Dingen die repetitiven und langweiligen und nervigen Aspekte des Beweises eben abnehmen und das für einen erledigen, indem man einfach nur sagt, pass mal auf, mach mal das. Ne? Also so im Studium oder so sagt dann vielleicht jemand, pass mal auf, du musst hier Induktion über X machen. So, wer weiß, was Induktion ist. Ne? Und dann weiß man, weil ich muss das elaborieren. Also das bedeutet, du musst bestimmte Schritte eben machen. Und diese Tools, denen kann man das auch sagen. Mach mal Induktion da drüber und diese Schritte zu elaborieren, das macht dann das Tool. Ich kann mir vorstellen, wenn ich schon so viel Aufwand da reinstecke, diesen Beweis, dann muss ich das doch am Schluss auch irgendwie in einem Beweisstück niedergeschrieben haben. Ne? Irgendwie, also gibt's da irgendwie habt ihr da so einen Standard, so sieht ein Beweis dann aus und der ist abgelegt und dann weiß jeder, das ist so bewiesen, oder ist das... Das schreibt das System halt vor. Also wenn man jetzt in so einer dependently typed Programmiersprache, also oder so mit einem starken Typsystem unterwegs ist, dann ist das genau dieser Haskell-Effekt wieder, den ich am Anfang benannt habe, dass das Programm einfach nicht kompiliert, ja, wenn der Beweis nicht korrekt ist. Das ist ja, also dadurch ist ja die Sicherheit da, dass das, wenn es dann am Ende mal richtig bewiesen ist, dann sagt das einem das Gerät, also das der Computer auch oder die Software. Das ist Aufwand, das in diese Form zu bringen manchmal. Also manche Tools machen das einfacher, manche wollen das sehr genau. Aber alle haben das gemeinsam, also alle von diesen Beweisassistenten haben das gemeinsam, dass wenn am Ende die Lampe grün wird, dann heißt das, dass das, was da steht als Beweis, ja, das ist ja auch Code, dass das auch stimmt. Oder dass das zumindest die Spezifikation mit der Implementierung zum Beispiel in Einklang bringt oder zeigt, dass das in Einklang ist. Ja. Also du hast ja eben schon gesagt, ne? Also die Beweise selber sind auch eine Datei. Ne? Also manchmal eine separate Datei, manchmal bei den Dependent-Type-Sachen ist es sozusagen im Source-Code integriert. Die kann ich ganz normal ablegen, die kann ich in meine CI einbauen. Also so wäre das auch typisch, also gerade in solchen Anwendungen, wo man das hat, würde man das einfach in eine CI einbauen. Ne? Also sonst kennen wir das, okay, deine Test-Suite läuft durch und hier ist es einfach so, der Beweischecker läuft über dein Programm nochmal durch und sagt dir, falls da was nicht stimmt. Ja. Was mich noch so interessieren würde, also ich finde das Thema ist total faszinierend, weil das irgendwie so einen Bereich beleuchtet, wo man sonst irgendwie so wenig hinschaut, gerade wenn man halt als Tester unterwegs ist. Ne? Man hört dann immer nur, ja, es gibt auch formale Methoden, danke. So, und dann kümmert man sich wieder um seine Testthemen. Deswegen finde ich das total spannend. Wie ist denn so, wenn man sich Softwareentwicklung im Allgemeinen anschaut, die Entwicklung dieser funktionalen Programmierung und dieser formalen Methoden, ist das etwas, was mehr wird, oder ist das so ein Nischenthema, das eins bleibt, in Spezialthemen? Na, wir haben jetzt auf der anderen Seite ja KI, was ja irgendwas macht. Ne? Und also wie ordnet ihr euch denn da so ein, so mal als Blick von außen? Ich würde sagen beides. Ja. Also es ist eine Nische, leider. Ja. Also wenn uns jemand fragt, oder wenn mich jemand fragt auf jeden Fall und sagt, wofür soll ich das denn nehmen? Das gibt ja bestimmt nur für bestimmte Bereiche. Nein, du kannst das für alles nehmen und du solltest es auch für alles nehmen, weil diese guten Eigenschaften funktionaler Programmierung eigentlich überall Vorteile bieten.
das Ganze ist natürlich in Bewegung, so insgesamt. Also funktionale Programmierung ist also da gibt es eine Community dazu. Wir haben schon gesagt, es gibt mehrere Programmiersprachen mit ihrem Package Manager, mit ihrem Ökosystem, mit ihren Gruppen, mit ihren Frameworks, die irgendwie dabei sind. Das hat sich nur einfach weitestgehend unabhängig vom Mainstream entwickelt. Bei diesen, und das wird auch ständig weiterentwickelt, also man stellt sich das einfach vor wie so eine Parallelwelt. Also wenn ich jetzt im .NET-Ökosystem unterwegs bin, dann gibt es einfach nochmal eine Parallelwelt, die sich nicht in C# abspielt, sondern in F#. Aber ansonsten das Gleiche. F# Packages, Package Manager, Tooling, Tools auch in Richtung formale Methoden. Formale Methoden selber, da ist es auch so, also da ist es vielleicht noch weniger beachtet, aber formale Methoden gibt es schon ewig. Also seit den 50er Jahren. Und da gibt es viele Systeme, die sich eben entwickelt haben. Man muss schon sagen, meistens, also bei den größeren Projekten ist eigentlich immer irgendeine Forschungsgruppe mit am Spiel. Also man braucht irgendwie so ein bisschen akademische Beteiligung, glaube ich, um das wirklich so über die Schwelle zu hieven und um dann auch ein paar von den Risiken abzufangen, die in so Projekten dann drin sind. Aber das ist in der Entwicklungsphase seit 50 Jahren so. Und dementsprechend sind die Tools dazu auch, also wir haben im Talk haben wir so ein Tool vorgestellt, Isabel, sogar zur Hälfte aus Deutschland und aus München. Wirklich ein großartiges Tool, das ist ausgereift. Und zwar schon seit vielen Jahren, seit 15 Jahren ist das schon ausgereift und kann man das benutzen. Also wird trotzdem weiterentwickelt, aber das ist fertig, das kann man benutzen. Es macht wahnsinnig Laune, damit zu entwickeln. Nur nimmt man es, glaube ich, aus dem Mainstream, weiß man häufig gar nicht, dass es das alles gibt. Ja, ich glaube auch. Das ist, glaube ich, das. Ne? Deswegen wirkt das auch, ich komme mir vor wie so ein Kind unter dem Christbaum. Ne? Ja, es gibt Geschenke. Ist, ne? Ja, es ist wie Weihnachten und Ostern. Ja, genau. Ja, schön. Ja, wenn wir jetzt drauf schauen, also wir haben jetzt natürlich hier ganz viele Tester, Testerinnen, die hören das und denken sich, wow, da möchte ich jetzt irgendwie mal einsteigen oder mich mal eine Idee holen, wie das für mich aussehen könnte. Gibt es irgendwie so eine Seite, einen Blog, ein Buch oder irgendwas, wo er sagt, das wäre super, das kann man mal empfehlen? Ja, ich muss jetzt sagen, es gibt die Seite deinprogramm.de, das ist sozusagen meine Seite. Also ich habe mich in meinem Leben sehr viel beschäftigt mit Ausbildung, mit Anfängerausbildung und Programmieren. Und das ist sozusagen die Seite zu dem didaktischen Projekt. Das war übrigens nicht abgesprochen, ne? Das ist aber so. Tut mir leid. Sehr gut. So insgesamt. Und da findet man, ich habe das ursprünglich entwickelt für die Anfängerausbildung an der Uni Tübingen, wo das auch jetzt noch in Verwendung ist. Und das Buch dazu, das kann man im Buchhandel kaufen, aber es ist kostenlos als PDF runterladbar von dieser Seite. Insofern ist es nur sehr begrenzt Werbung. Ja. Und das ist entstanden jetzt nicht nur aus dem Bedürfnis, irgendwie irgendwas aufzuschreiben zu dem Thema und was einem, wenn einem Sachen gut gefallen im Programmieren oder Informatik, dann möchte man das ja immer anderen beibringen, so. Sondern wir haben tatsächlich an meiner Zeit an der Uni eben auch viel Forschung gemacht. Wie bringt man es am besten bei und wie bereitet man den Stoff so auf, dass man ihn besonders gut lernen kann? Und da wäre das der richtige Einstieg, würde ich sagen. Insbesondere gibt es da auch, gibt es schon, also wie gesagt, für die Anfängerausbildung konzipiert, aber da wird auch schon ein bisschen drüber geredet, über Spezifikationen und sowas wie Property-Based Testing. Findet man da auch. Super. Ja, und dann gibt es natürlich beim ISA-QB unser ausgearbeitetes Curriculum zu formalen Methoden, ganz neu. Da steht jetzt nicht direkt was dazu inhaltlich, aber da kann man sich auch mal einen Überblick dazu holen, was das Feld denn beinhaltet. Super. Das werden wir beides auch in die Shownotes unten reinpacken. Also deine Seite, das Buch und Richtung der Syllabus-Lehrplan oder was es ist. Genau, genau. Also wir kommen auch gerne persönlich vorbei. Und ja. Ich finde das ja super. Ich meine, man merkt ja richtig, das Thema, das ist im Fleisch und Blut da und da ist auch eine Passion dabei. Deswegen ist es auch super, wenn wir das da mehr in die Community reinpushen und mal schauen, was da auch zurückkommt. Ja. Den einen Praxistipp haben wir jetzt noch gar nicht genannt mit Property-Based Testing. Ja. Also ganz am Anfang haben wir diese Spezifikation genannt. Also das erstmal, dass man die Idee, die man beim Programmieren sowieso haben muss im Kopf, wenn man Testfälle aufschreibt, man schreibt die ja nicht, man zieht die ja nicht irgendwie aus dem Hut, sondern man denkt die sich aus anhand von einer Vorstellung, die man hat, wie das Programm denn funktionieren soll und was da die Zusammenhänge sind. Also diese Spezifikation aufzuschreiben, ist für diese formalen Methoden immer der erste Schritt oder immer ein notwendiges Teil. Und da kann man auch schon, bevor man irgendwie Isabel und Beweisassistenten benutzt, schon mal sich die Property-Based Tests anschauen als Technik. Das ist vielleicht vielen eher bekannt als Beweisassistenten, denn die erfordern auch schon, dass man seine Eigenschaften
mit Allquantoren und zum Beispiel aufschreibt, ja, dass man eine Aussage macht über alle Eingaben über das Programm und wie die sich verhalten sollen in bestimmten Aspekten. Und dann ist es noch nicht kugelsicher, wenn man dann sich die Tests generieren lässt, aber immerhin hat man schon mal den ersten Schritt gemacht. Also, und das ist ein echter Lifehack. Also der erste Lifehack ist die Spezifikation aufschreiben. Ja. Und jetzt, also das kann man in jedem Kontext machen, auch egal wie man technisch unterwegs ist, hilft das schon mal. Der zweite ist eben das Property-Based Testing zu machen. Und das kommt zwar aus der funktionalen Programmierung, ist aber verfügbar eigentlich für alle gängigen Programmiersprachen. Gibt es da eine Library oder so ein kleines Framework, was das macht. Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge, das fällt mir ein. Das war damals für mich auch ganz neu, aber das ist ein Begriff, der auch eher im Testumfeld so öfter mal fällt und man da ja, aber bekannt ist. Überraschenderweise, also wir haben vorhin in den Raum gefragt, so beim Vortrag, wer kennt das Property-Based Testing, und da ging echt sehr wenig Info. Also das ist jetzt wirklich eine originäre Testtechnologie, genau. Und die soll man echt kennen. Ich sehe schon, da kann man noch ein bisschen was machen für die Community, dass das ein bisschen mehr, das Wissen da verbreitet wird. Ne? Ja. Sehr cool. Mike, Markus, vielen lieben Dank, dass ihr da hier mit voller Leidenschaft das Thema hier mal verteidigt habt und reingebracht habt. Ich finde, das ist total wertvoll und ein Thema, mit dem man sich echt auseinandersetzen muss. Darum wird es wahrscheinlich auch gar nicht die letzte Folge zu dem Thema sein. Ich glaube, da werden wir noch mal anders einsteigen und immer wieder das beleuchten, dass das auch seinen Wert bekommt und seinen Platz bekommt in dem Podcast. Finde ich ganz toll. Super. Vielen Dank. Danke, dass ihr da wart. Da sein durften. Ja, schönen Tag noch. Ne? Jo. Ciao. Ciao, ciao.